Willkommen bei Deutsch Doppel. Heute sprechen wir über Dinge, die wir mögen und nicht mögen. Abonniert uns und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Über Vorlieben und Interessen zu sprechen kann wirklich spannend sein. Es ist doch interessant zu hören, was andere mögen, oder? Auf jeden Fall. Ich finde, dass man dadurch viel über eine Person erfährt. Was interessiert dich denn besonders? Ich mag es in meiner Freizeit zu lesen. Bücher sind für mich wie kleine Abenteuer. Und du, was machst du gerne? Ich interessiere mich sehr für Musik. Wenn ich ein neues Lied entdecke, kann ich es stundenlang hören. Musik gibt mir Energie. Das klingt toll. Musik kann wirklich viele Gefühle wecken. Und gibt es etwas, das du überhaupt nicht magst? Ja, ich bin kein Fan von Horrorfilmen. Sie sind mir oft zu gruselig. Ich schaue lieber Komödien. Und bei dir? Horrorfilme sind auch nicht mein Ding. Ich bevorzuge Filme, die zum Nachdenken anregen. Vielleicht ein gutes Drama. Spannend. Und wie ist es mit Essen? Gibt es da etwas, das du besonders gerne isst? Ich liebe italienisches Essen, besonders Pizza und Pasta. Die kann ich immer essen. Hast du eine Lieblingsspeise? Ich mag asiatisches Essen sehr. Sushi und Frühlingsrollen finde ich besonders lecker. Und was machst du, wenn du entspannen willst? Wenn ich entspannen möchte, höre ich oft ruhige Musik oder mache Yoga. Das hilft mir, den Stress abzubauen. Was ist mit dir? Ich gehe gerne spazieren, wenn ich abschalten möchte. Die frische Luft tut mir gut und ich kann meine Gedanken ordnen. Das klingt nach einer guten Idee. Hast du auch Hobbys, die du regelmäßig machst? Ja, ich spiele Gitarre. Es macht Spaß und man kann dabei kreativ sein. Hast du auch ein kreatives Hobby? Ich male gerne. Es ist schön, mit Farben zu experimentieren und Neues zu schaffen. Und wie sieht es mit Sport aus? Ich gehe gerne joggen. Das hält mich fit und ist ein guter Ausgleich zum Alltag. Treibst du auch Sport? Ja, ich schwimme gerne. Es ist ein tolles Gefühl, im Wasser zu sein und die Gedanken schweifen zu lassen. Schwimmen ist wirklich erfrischend. Gibt es eine Aktivität, die du gern ausprobieren würdest? Ich würde gerne mal einen Tanzkurs machen. Tanzen sieht nach viel Spaß aus und ist eine tolle Möglichkeit, sich zu bewegen. Tanzen ist eine super Idee. Es verbindet Bewegung mit Musik. Vielleicht probiere ich das auch mal aus. Das wäre doch was. Es gibt so viele Möglichkeiten, Neues zu entdecken und herauszufinden, was einem wirklich Freude macht. Viele Menschen haben ja bestimmte Dinge, die sie nicht so gerne mögen. Was kommt dir da als erstes in den Sinn? Da fällt mir sofort schlechtes Wetter ein. Regen und Kälte sind für viele ziemlich unangenehm. Ja, das höre ich oft. Viele fühlen sich bei grauem Himmel einfach nicht wohl. Gibt es noch etwas, was die meisten nicht mögen? Ich denke, Stress ist auch ein großes Thema. Niemand mag es, ständig unter Druck zu stehen. Absolut. Stress kann wirklich belastend sein. Und wie sieht es mit dem Thema Lärm aus? Lärm ist auch so eine Sache. Besonders in der Stadt kann das sehr störend sein. Viele sehnen sich danach Ruhe. Verständlich. Ruhe tut ja auch der Seele gut. Was hältst du von langen Warteschlangen? Mag das irgendjemand? Kaum vorstellbar. Lange warten zu müssen kann echt nervig sein, vor allem wenn man es eilig hat. Stimmt. Das kann schnell frustrierend werden. Und wie ist es mit Spinnen? Viele Menschen haben ja Angst vor ihnen. Ja, das ist ein guter Punkt. Spinnen sind für viele ein echtes Gruselthema. Dabei sind die meisten völlig harmlos. Das stimmt, aber Ängste sind ja oft nicht rational. Gibt es sonst noch etwas, das Menschen oft nicht mögen? Ich glaube, Unhöflichkeit ist auch ganz oben auf der Liste.
Niemand mag es, unhöflich behandelt zu werden. Auf jeden Fall. Freundlichkeit macht das Leben einfach angenehmer. Und wie sieht es mit Geschmäckern aus? Oh, das ist spannend. Manche mögen zum Beispiel keinen Koriander, weil er für sie seifig schmeckt. Ja, das habe ich auch schon gehört. Geschmäcker sind eben verschieden. Und wie ist es bei lauter Musik? Das ist auch so eine Sache. Zu laute Musik kann richtig störend sein, vor allem wenn man sich entspannen möchte. Genau, die richtige Lautstärke ist da wichtig. Und was denkst du über das Thema Unordnung? Viele mögen Unordnung nicht, weil sie sich dann unruhig fühlen. Ein aufgeräumter Raum gibt oft ein gutes Gefühl. Das stimmt. Ordnung kann wirklich helfen, sich wohler zu fühlen. Hast du noch etwas im Kopf, das viele nicht mögen? Vielleicht das frühe Aufstehen. Nicht jeder ist ein Morgenmensch und früh aufstehen kann mühsam sein. Ja, das kann ich verstehen. Manche brauchen morgens einfach mehr Zeit. Und wie ist es mit schlechten Nachrichten? Die können sehr belastend sein, vor allem wenn sie einen direkt betreffen. Positive Nachrichten sind da viel lieber gesehen. Klar, positive Nachrichten geben einem ein gutes Gefühl. Vielleicht können wir beim nächsten Mal darüber sprechen, was Menschen besonders mögen. Also, wir haben letztes Mal über Dinge gesprochen, die viele nicht mögen. Lass uns heute mal darüber reden, wie man seine Meinung dazu höflich äußern kann. Gute Idee. Es ist ja oft nicht so einfach, ehrlich zu sein und dabei freundlich zu bleiben. Man will ja niemanden vor den Kopf stoßen. Genau. Wenn man zum Beispiel sagt, dass man etwas nicht mag, kann man das mit „Ich finde" oder „meiner Meinung nach" einleiten. Das klingt oft schon etwas netter. Ja, und es ist auch gut, wenn man seine Meinung erklärt. Statt einfach „das mag ich nicht" zu sagen, könnte man zum Beispiel sagen „ich mag das nicht so gerne, weil es mir zu laut ist". Absolut. So versteht der andere besser, warum man etwas nicht mag. Und manchmal kann man auch einen Vorschlag machen wie „könnten wir vielleicht etwas anderes ausprobieren?" Das ist ein guter Punkt. Es zeigt, dass man offen für Alternativen ist. Und wenn man selbst etwas mag, kann man das mit „ich finde es toll, weil" ausdrücken. Genau, das gibt dem Gespräch eine positive Wendung. Und selbst wenn man anderer Meinung ist, kann man das mit „ich sehe das anders, weil" formulieren. Ja, das hilft, Missverständnisse zu vermeiden. Es zeigt, dass man die Meinung des anderen respektiert, aber eben eine andere Sichtweise hat. Und wenn man etwas wirklich gar nicht mag, kann man auch sagen, das ist nicht so mein Geschmack. Das klingt oft weniger hart. Stimmt, das ist eine gute Methode, um ehrlich zu sein, ohne unhöflich zu wirken. Und es ist auch hilfreich, auf die Körpersprache zu achten. Richtig, ein freundliches Lächeln oder ein verständnisvolles Nicken kann viel ausmachen. Manchmal sagt das mehr als Worte. Und wenn man sich unsicher ist, wie der andere reagieren könnte, kann man auch fragen, wie siehst du das? Das zeigt Interesse an der Meinung des anderen. Genau, das macht das Gespräch offener und interessanter und es hilft, den anderen besser zu verstehen. Und was hältst du davon, wenn man Komplimente macht, bevor man seine Meinung sagt? So etwas wie „Ich schätze deine Meinung sehr, aber…" Das ist ein guter Ansatz. Es zeigt Respekt und Wertschätzung und es macht es leichter, ehrlich zu sein, ohne den anderen zu verletzen. Und man kann auch mal nachfragen, wenn man unsicher ist, ob der andere das Gleiche meint. Zum Beispiel, meinst du damit das? Ja, das hilft, Missverständnisse zu klären und es zeigt, dass man wirklich versucht, den anderen zu verstehen. Und manchmal ist es auch okay, einfach zuzugeben, dass man unsicher ist. So etwas wie
Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, Genau, das macht einen sympathisch und offen. Es ist nicht immer nötig, eine feste Meinung zu haben. und in solchen Situationen kann es auch helfen, zuzuhören und erst dann zu sprechen. Das zeigt, dass man den anderen ernst nimmt. Ja, aktives Zuhören ist wichtig. Es vermittelt Respekt und Interesse an der Meinung des anderen. Und wenn man merkt, dass das Gespräch in die falsche Richtung geht, kann man freundlich sagen, lass uns das später nochmal besprechen. Das ist ein guter Weg, um das Thema zu wechseln, ohne unhöflich zu wirken. So bleibt das Gespräch angenehm und respektvoll. Weißt du, was ich besonders spannend finde? Wenn aus einfachen Meinungen echte Gespräche entstehen. Manchmal reicht ein kleiner Satz und schon ist man mitten in einem interessanten Austausch. Ja, das stimmt. Manchmal hat man ganz unterschiedliche Meinungen und merkt erst im Gespräch, wie viel man voneinander lernen kann. Das macht Diskussionen so wertvoll. Genau, wenn man offen bleibt und sich wirklich für die Meinung des anderen interessiert, kann man viele neue Perspektiven entdecken. Das ist oft sehr bereichernd. Es ist auch spannend, wenn man merkt, dass jemand eine ganz andere Sichtweise hat. Das kann einen selbst dazu bringen, über die eigene Meinung nachzudenken. Richtig. Und es ist gut, wenn man dabei respektvoll bleibt. Dann kann man sich auch trauen, mal zuzugeben, dass man etwas nicht weiß oder unsicher ist. Ja, das zeigt, dass man ehrlich ist und bereit dazu zu lernen. Und wenn man zuhört, kann man auch viele Gemeinsamkeiten entdecken, selbst bei unterschiedlichen Meinungen. Das stimmt. Und manchmal entstehen aus solchen Gesprächen sogar neue Ideen oder Lösungen. Man kommt auf Gedanken, die man allein vielleicht nicht gehabt hätte. Und oft hilft es, wenn man Fragen stellt. Das zeigt Interesse und lädt den anderen ein, mehr zu erzählen. So wird das Gespräch lebendig und spannend. Ja, Fragen sind wirklich der Schlüssel zu einem guten Gespräch. Und es zeigt, dass man nicht nur seine eigene Meinung loswerden will, sondern auch den anderen verstehen möchte. Genau. Und wenn man merkt, dass das Gespräch ins Stocken gerät, kann man auch einfach mal einen neuen Aspekt ansprechen. Das bringt oft frischen Wind hinein. Oder man greift etwas auf, das der andere gesagt hat und fragt genauer nach. Das zeigt, dass man zuhört und das Gespräch wirklich ernst nimmt. Manchmal hilft auch ein bisschen Humor, um eine entspannte Atmosphäre zu schaffen. Das macht es leichter, offen zu sprechen und auch mal über sich selbst zu lachen. Humor ist eine tolle Brücke. Er kann helfen, Spannungen abzubauen und das Gespräch angenehm und leicht zu halten. Und wenn man merkt, dass es zu hitzig wird, kann man sich darauf einigen, mal eine Pause zu machen. Das gibt beiden die Chance, sich zu sammeln und danach entspannter weiterzureden. Pausen sind wichtig. Sie geben Raum zum Nachdenken und helfen, das Gespräch auf eine ruhigere Ebene zu bringen. Danach sieht man manches klarer. Und manchmal ist es auch einfach schön, dem anderen zuzuhören und zu merken, dass man trotz unterschiedlicher Meinungen gut miteinander auskommt. Ja, das ist ein schönes Gefühl. Es zeigt, dass man offen und respektvoll miteinander umgehen kann, auch wenn die Meinungen auseinandergehen. Und oft sind es gerade diese Gespräche, die lange in Erinnerung bleiben. Sie bringen uns weiter und bereichern unser Leben. Absolut. Es ist immer spannend zu sehen, wie aus einfachen Meinungen echte, lebendige Gespräche werden können. Wir wollen uns bei euch bedanken, dass ihr dabei wart. Es war ein tolles Gespräch. Wenn ihr Lust habt, schreibt uns doch einen Kommentar mit einem Wort, das euch gefallen hat.
Genau, wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Vergesst nicht, unseren Podcast zu liken und zu abonnieren. Und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal. Das Gespräch. Das Gespräch verlief sehr freundlich und offen. Ich habe viel aus dem Gespräch gelernt. Die Meinung. Ich respektiere deine Meinung sehr. Es ist wichtig, seine Meinung zu äußern. Der Vorschlag. Ihr Vorschlag war wirklich hilfreich. Er machte einen Vorschlag, um das Problem zu lösen. Die Perspektive. Jede Perspektive ist wertvoll und sollte gehört werden. Er hat eine interessante Perspektive auf das Thema. Das Verständnis. Es ist wichtig, für gegenseitiges Verständnis zu sorgen. Ihr Verständnis für die Situation war beeindruckend.